Stell dir vor, das hier ist dein Job im Jahr 2035. Gleiche Branche, gleicher Arbeitsplatz, aber vieles ist schon von einer KI vorbereitet. Mails sind vorgeschrieben, Abläufe sortiert, Daten ausgewertet. Was früher ganze Teams beschäftigt hat, liegt jetzt als Vorschlag vor dir. Wird KI deinen Job stehlen oder ihn besser machen? In diesem Video schauen wir uns an, was KI heute wirklich kann, welche Arbeit sie bereits verändert und warum Europa gerade vor einer Richtungsentscheidung steht. Viele Menschen haben inzwischen zumindest die erste Berührungsangst vor künstlicher Intelligenz verloren und nutzen sie regelmäßig im Alltag. Auch Unternehmen in ganz Europa setzen KI ein, zur Schreib- oder Übersetzungshilfe, zur Auswertung von großen Datenmengen im Kundenservice oder wenn die Produktion geplant wird. Besonders generative KI hat den Zugang radikal vereinfacht. Plötzlich können auch Menschen ohne Spezialwissen Programme erstellen oder Videos generieren. Es ist aber wichtig, dass man das Ganze klar einordnet. Laut aktuellem Stand ersetzt KI nur selten ganze Berufe. Eigentlich werden dadurch eher einzelne Tätigkeiten automatisiert. Zum Beispiel KI-Assistenten übernehmen Routineanfragen im Kundendienst oder erstellen erste Textentwürfe. Die Verantwortung, die Bewertung und der Kontakt mit Menschen bleiben alle beim Menschen. Zum Thema KI und ihre Chancen und Herausforderungen habe ich eine Expertin aus der Bold-Community befragt. Die Bold-Community vernetzt VordenkerInnen, um Innovation und internationale Zusammenarbeit zu stärken. Akua Cechi ist Head of Government Affairs bei Microsoft. I think we're all grappling with the same questions about, maybe will it replace me as a human being? In my opinion, my humble opinion, I think the answer is no. I think in effect it's artificial intelligence. It's not there to replace humans, but it's there to support them in their everyday work. Der Hype entsteht dort, wo KI als allwissende Superintelligenz dargestellt wird. Noch ist KI das nicht. Die Realität ist nüchterner, aber auch spannender. KI ist extrem gut bei Mustern, Daten und Wiederholungen. Sie ist schlecht bei Kontext, Intuition und Verantwortung. Oder anders gesagt, KI ist kein Ersatz für menschliche Arbeit, sondern ein Produktivitätswerkzeug. It's about learning how to prompt, it's understanding how it can help you do the things that you usually do, but just faster or more efficient. It's a co-pilot for you rather than an individual machine. It's really there to assist whatever you're doing and for you to figure out how to free your time up to do other things, more creative things. Am stärksten betroffen sind Tätigkeiten mit hohem Routineanteil. Dazu zählen unter anderem administrative Standardaufgaben, einfache Sachbearbeitung, Recherche und Vorarbeiten und erste Analysen und Entwürfe. Aber solche Tätigkeiten verschwinden jetzt nicht, sondern verschieben sich. Weg von reiner Ausführung hin zu neuen Rollen. Menschen steuern KI-Systeme, prüfen und bewerten ihre Ergebnisse, treffen Entscheidungen und tragen Verantwortung für das, was am Ende umgesetzt wird. Kommunikation, Einordnung und Urteilskraft werden damit einfach noch wichtiger. Kurz gesagt, KI automatisiert Arbeitsschritte, nicht den Menschen selbst. Europa verfolgt im globalen KI-Wettlauf einen eigenen Ansatz. Während andere Regionen vor allem auf Geschwindigkeit setzen, legt Europa den Schwerpunkt auf Kontrolle durch den Menschen. Der Europäische AI Act schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI. Besonders in sensiblen Bereichen wie Arbeit, Gesundheit oder der öffentlichen Verwaltung. Das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Für Unternehmen steigen die Anforderungen. KI muss dokumentiert werden. Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein und Transparenz wird zur Pflicht. Gleichzeitig entsteht dadurch etwas Entscheidendes: Rechtssicherheit und Vertrauen. Genau das ist für viele Unternehmen die Voraussetzung, KI überhaupt großflächig einzusetzen. Ohne rechtliche Grauzonen und ohne das Vertrauen von Mitarbeitenden oder ihrer Kundschaft zu verlieren. Parallel dazu investiert Europa gezielt in Forschung, Recheninfrastruktur und KI-Ökosysteme, mit dem Ziel, die KI-Welt aktiv mitzugestalten. Ein weit verbreitetes Narrativ lautet, KI vernichtet Jobs. Die Daten zeichnen aber ein anderes Bild. KI kann Produktivität steigern, neue Geschäftsmodelle möglich machen und so auch neue Tätigkeiten schaffen. The truth is that we will recognize that AI might replace some jobs, but I think it will also create new jobs in many ways. The biggest takeaway is that no matter which job you're in, I think it's time for us to sort of lean in and figure out how can we use the technology to our betterment. Entstehen werden vor allem Rollen an der Schnittstelle zwischen Mensch, Technologie und Organisation.
Dann sind Menschen gefragt, die KI-Systeme trainieren und überwachen. Fachkräfte, die KI-Ergebnisse einordnen und in fundierte Entscheidungen übersetzen. Und Expertinnen und Experten, die sich mit Verantwortung, Ethik und Regulierung beschäftigen. Am Ende geht es nicht darum, wer die beste Technologie hat, sondern darum, wer weiß, wie man mit KI arbeitet. Entscheidender Faktor ist deshalb nicht Technologie, sondern Kompetenz. Also wird KI uns ersetzen oder entlasten? Die ehrliche Antwort lautet, KI wird Aufgaben ersetzen, aber sie wird Menschen nicht überflüssig machen. Im Gegenteil, sie kann Arbeit leichter machen. Sie kann Zeit frei machen. Sie kann helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, wird KI meinen Job übernehmen, sondern wie gut bin ich darauf vorbereitet, mit KI zu arbeiten. KI ist kein Schicksal. Sie ist ein Werkzeug. Ob sie Jobs gefährdet oder verbessert, hängt nicht von Algorithmen ab, sondern von Bildung, Regulierung und davon, wie Unternehmen und Gesellschaft damit umgehen. Die Zukunft der Arbeit wird nicht von KI entschieden, sondern von Menschen, die sie einsetzen. Wie siehst du das? Kann KI auch deine Arbeit eher verbessern? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Und wenn du verstehen willst, wie Technologie unsere Wirtschaft und Gesellschaft verändert, dann abonniere unseren Kanal. Glocke nicht vergessen.